hier ganz leckere Wiener und das Besondere daran ist, dass ich das in einem großen Kutter mache. Was wir dazu brauchen: Rindfleisch, mageres Schweinefleisch, dafür habe ich eine Schweinenuss benutzt, frische Schweinebacke, da müssen wir die Drüse alles rausschneiden, dann noch ein bisschen Speck, zum Schluss brauchen wir noch Eis. Also es sind genau 900 Gramm Rindfleisch. Das habe ich jetzt schon weggemacht in die Gefriertruhe. Genauso machen wir das mit dem Schweinefleisch, 510 Gramm. Da kommen noch dabei 450 Gramm Schweinebacke. Da kommen noch dabei 450 Gramm Speck. Und da kommen noch 30% Eisschnee dabei. Das sind 690 Gramm. So, davon brauchen wir 510 Gramm. Mario's Channel. Seht ihr, das ist schön mageres Fleisch. So, dann haben wir hier unser Speck. Und dann haben wir hier wieder Schwade, die kann man dann auch kochen und kann sie dann später auch zu den Würste hinzugeben. Das ist auch lecker. Den würfeln wir auch. Jetzt haben wir noch genau 450 Gramm Schweinebacke. Die Drüse und das, was nicht so ist, das habe ich rausgeschnitten. Ja, auch schön klein schneiden. So, das Ganze kommt jetzt in die Kühltruhe. Das wird mal schön vorgefroren, aber nicht, dass es so fest ist, so dass es so fast gefroren ist. Später tun wir das dann kuttern. So, die Gewürze haben wir abgewogen. Das Rindfleisch, das durchgelassen, das habe ich jetzt schon drin. Dann das Magerfleisch habe ich drin. Und das Speck und die Backe kommen dann etwas später. Als erstes kommt Kutterhilfsmittel, Böckelsalz. Ich habe so ein bisschen halbe gemacht. Da kann man schon Eis dazu machen und dann kann man langsam das Speck dazugeben. Ich lasse das jetzt mal laufen. Jetzt machen wir die Temperatur. Das ist jetzt 3,8 Grad. So, jetzt geben wir mal langsam schon ein bisschen Eis dazu. Aber so verteilt dazugeben. Habe ich mit dem Thermomix gekuttert, das Eis. Das funktioniert wunderbar. Allerdings sind es diesmal nicht keine 5 Kilo, sondern nur ungefähr 3 Kilo mit dem Eis. Also wir haben eine Eiszugabe von 30%. Minus 0,9. Davor hat es 3 Grad gehabt mit der Eiszugabe. Jetzt können wir langsam schon das Speck hinzugeben. Mario's Channel. Und die Gewürze, die geben wir erst ganz zum Schluss dazu. Aus dem Grund, wir können auch verbrennen. Deswegen geben wir die ziemlich zum Schluss erst hinzu. Der Speck ist ja jetzt auch wieder gefroren und kalt. So, dann kommt noch ein bisschen Eis dazu wieder.
Sieht doch schon wunderbar aus. Temperatur 0,7 Grad. Jetzt können wir ganz gemütlich das laufen lassen. So, machen wir noch ein bisschen Eis dazu. Temperatur 0,4 Grad. 0,4. Also immer noch Minusgrade. Machen wir uns gar keinen Stress. So. Dieses Video ist keine Werbung. Das ist mein eigener Kutter und ich möchte euch das nur vorstellen, weil ich davon begeistert bin. Jetzt haben wir 2 Grad, gerade mal. Da ist das wunderbar. So, tun wir mal stoppen, gucken wir mal, wie das aussieht und wie die, ist doch wunderbar. Also viel mehr möchte ich ja jetzt nicht mehr kuttern. Also so lasse ich das Brät, das ist ganz klasse. Und ja, das füllen wir jetzt Mario's in channel. unseren Füller. So, ich habe übrigens bei Hausschlachtbedarf habe ich das Kutterhilfsmittel bestellt. Da habe ich dann mal Hausschlachtbedarf ausprobiert, obwohl ich bei der Facebook-Seite aus irgendwelchem Grund rausgeflogen bin. So, das ist ein super Brät, muss ich feststellen. Die Schüssel, die kann man dann auch ein bisschen drehen, seht ihr? Und dann kann man das alles schön rausholen. Das ist ganz klasse. Tolles Brät, ist ganz klasse. Ist auch jetzt nicht so viel Arbeit. Also ich bin jetzt zufrieden, muss ich sagen. Wellentunnel, was ich da gebaut habe, das lasse ich so. Das geht wunderbar. Wie es dann nachher aussieht, wenn ich mehr drin habe, das weiß ich noch nicht, aber ich denke, das funktioniert. Es glänzt, es hat eine gute Bindung und ist wunderbar. Der Deckel kann man hier rausziehen und das ist alles. Und schon habt ihr hier euren Deckel zum Saubermachen. So, das zeige ich euch jetzt nochmal, dass die Welle auch sauber ist. Also wie gesagt, das habt ihr ja im ersten Video gesehen. Das Ganze hält es nur mit dieser eine Schraube. Die Schüssel rausmache und das wegziehe. Ja, da ist jetzt ein bisschen was drin, aber gerade bis in die Hälfte. Aber wie gesagt, da kann man noch eine Dichtung hinmachen. Und es ist wunderbar, es ist nicht viel. Und viel mehr wird es auch nicht sein. So, das Brät ist eingefüllt. Dann habe ich jetzt Schafsdarm 22-24er. Bisschen gewässert, 20 Minuten mit lauwarmem Wasser. Das ziehen wir jetzt mal auf. Dann gucken wir mal, wie viel Würstchen wir hier rauskriege. So. Mario's channel. So, ist die erste Fuhre ist schon mal durch. Dann drehen wir die schöne Länge ab. So eine Tellerlänge habe ich so am liebsten. Einmal rechts, einmal links rum.
So, haben wir schon mal ein paar. So, die werden hier dann geräuchert. Und nach dem Räuchern werden die noch abgebrüht. Und dann sind sie fertig. Und diesmal versuche ich das auch mal im Glas einzukochen. Werde ich mal ein paar probieren, wie das wird. So, die müssen jetzt aber auch trocknen. Die mache ich noch ein bisschen sauber. Dann werden sie getrocknet. Und morgen werden sie geräuchert. So, das ist das Ergebnis. Und da habe ich noch ein paar. Ja, die hänge ich jetzt auf zum Trocknen. Lasse ich mal schön hängen über Nacht und morgen werden die geräuchert. Da mache ich mir gar keinen Stress. So, die Würste sind jetzt hier alle abgefüllt. Die müssen hängen bis morgen zum Trocknen. Wie ihr seht, das ist jetzt mein Restbrät. Und diese Form, die habe ich geschenkt gekriegt von einer Freundin von meiner Frau. Die ist wunderbar. Und es gibt einen richtig geiler Fleischkäse. Und das mache ich dann hier in meinem Gourmet Max. Später zeige ich euch dann das Ergebnis. Die sind jetzt soweit geräuchert. Das ist halt immer ein Problem, wenn da jemand eine Idee hat. Seht ihr ja, auf der einen Seite sind sie schön durchgeräuchert, aber mir reicht es aber auch so. Und auf der anderen Seite sind sie noch hell, weil da kein Rauch hinkommt. Das ist das Problem. Wenn ich mein anderes Gerät nehmen würde, wo muss ich sie legen, auf dem Rost, da kommt auch kein Rauch dran. Außer ich müsste alle einzeln hängen, aber das ist ja alles doof. Wenn jemand eine Idee hat, könnt ihr euch gerne nochmal melden. Aber ansonsten sind sie doch ganz schön geworden. So. Wunderbar. Es gibt ja 3 Sorten von Räuchern: kalt, warm und heiß. Also die waren jetzt warm geräuchert bis 60, 65 Grad. Die werden jetzt noch abgekocht. Man sagt pro Millimeter Darm 1 Minute. Aber macht euch den Stress nicht. Nehmt einfach diese Darmlänge. Ich habe 22, 24er Darm. Das heißt 22 bis 24 Minuten werden die bei 75 Grad abgekocht. Danach müsst ihr sie noch abkühlen. Also abschrecken nochmal. Wenn ihr das nicht macht, werden sie schrumpelig. Die sind jetzt auch so ein bisschen schrumpelig. Ich habe sie aber auch nicht so stark gefüllt. Und die werden jetzt sich nochmal aufblasen, wenn ich die in Heißwasser mache. Gestern habe ich dann noch probiert und die habe ich dann nur abgekocht, ungeräuchert. Also die waren wirklich klasse. Und ich weiß, wenn man die räuchert, das ist ein ganz anderer Geschmack bei den Wiener. Ich glaube, wenn die jetzt fertig sind, das wird richtig, richtig gut werden. Da kommt dann jetzt hier noch ein kleines Tellerchen drauf, soll allerdings kein Plastiktellerchen sein, dass die Würste untergetaucht sind. So, und ihr habt, das ist jetzt 22, 24er Kaliber. Die lasse ich jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten drin, dann sind die fertig. Da werden die dann noch abgekühlt, runtergekühlt, abgeschreckt. So, also hier nochmal die Würstchen. Und hier habe ich jetzt noch im Glas. Das ist ja mal ein Test jetzt. Ich habe zwar einen großen Einkochtopf, aber wegen 6 Würstchen jetzt anzufangen, probiere ich das jetzt mal im Schnellkochtopf. Ich weiß nicht, ob es aufplatze. Ich probiere es aus. Das Ergebnis werde ich ja später auch noch sagen. So, dann probieren wir das mal. Natürlich müssen die nach dem Räuchern, sollen die noch um Tag 2, bis sie ausdünsten. Klasse. Ein kleiner Anschnitt. Also so sehen sie aus im Anschnitt. Sind super knackig. Wunderbar. Ich kann euch sagen, macht's nach. Das schmeckt super klasse. Genauso wie ich es gemacht habe, ist perfekt. So, und dann zeige ich euch noch, wie die im Glas geworden sind, ob sie aufgeplatzt sind oder nicht. Und dann nach ein paar Wochen probieren wir die nochmal und dann mache ich das mal im anderen Film noch rein.
Mario's channel.